Hey Freunde, mein Name ist Bojan Besinger und ich bin dein Tischtennis-Coach. Im heutigen Video geht es um das Thema Tischtennisholz. Welches Tischtennisholz ist das Richtige für dich? Welches solltest du nehmen? Und welche Top-Tipps habe ich für dich, damit auch du dein richtiges Tischtennisholz findest? Also viel Spaß mit dem heutigen Video. Wenn du mich schon länger verfolgst, dann weißt du, ich bin seit ungefähr 15 Jahren in der Tischtennisszene aktiv. Als Spieler war ich bayerischer Meister, war Leistungssport aktiv, stand in der Woche 4-5 Mal in der Halle. Dann als Trainer war ich überall schon aktiv, in ganz Deutschland, in Österreich, in Frankreich, Dänemark und so weiter. Und habe demnach schon sehr, sehr viele Tischtennisspieler gesehen, habe selber viele Tischtennishölzer gespielt, habe da dann auch selber immer ein bisschen gewechselt, kenne viele Personen, die gefühlt alle 2 Tage ihr Tischtennisholz wechseln und da möchte ich einfach mal ein bisschen mit euch teilen, was ich so beobachtet habe und was du daraus mitnehmen kannst aus meiner Beobachtung. Ich habe vor kurzem auch mein Holz gewechselt. Ich habe noch das Butterfly Viscaria Light gespielt gehabt, wird glaube ich gar nicht mehr hergestellt. Und mittlerweile spiele ich von Andro Lindia, heißt es, ist ein Off-Holz und bin damit sehr, sehr zufrieden. Es gibt von vielen Marken eben sehr viele verschiedene Hölzer. Also wir haben natürlich einmal im Tischtennis haben wir das Holz und dann haben wir jetzt natürlich von der ITTF gibt es auch eine neue Regelung mit den farbenen Belägen, aber normalerweise haben wir eben einen roten Belag und einen schwarzen Belag und du kannst eben tausende verschiedene Variationen haben und dir so eben deinen Schläger zusammenstellen. Doch ist das überhaupt immer so sinnvoll? Ich habe schon Hölzer von den Marken Done gespielt, ich habe Hölzer von Butterfly gespielt, von Andro und so weiter. Und welche Marke ist da eigentlich am besten? Wir haben am 1. Januar 2019 ein Projekt gelauncht, das heißt Tischtennis Wiki, und da testen wir ein bisschen so die Hölzer und Beläge und so weiter. Da kannst du pack einfach mal den Link in die Beschreibung, da kannst du auch dich informieren, wenn du auf der Suche bist nach neuen Belägen oder nach dem neuen Holz. Was ist dabei jetzt wichtig, eben bei der Suche von Holz? Wenn du kein Profi bist, dann wirst du normalerweise, oder viele, die keine Profis sind, verbringen gefühlt mehr Zeit mit dem Testen und Suchen nach dem passenden Belag und nach dem passenden Holz, als sie mit dem Training verbringen. Deswegen mein Tipp ist, weniger Zeit auf der Suche nach dem passenden Holz zu verbringen und dafür mehr Zeit in das Training zu investieren. Natürlich brauchst du ein gutes Holz und natürlich sollst du dich mit dem Holz wohlfühlen, doch mal übertrieben gesagt, ob du die falsche Technik mit diesem Holz spielst, mit einem Holz von Butterfly, mit dem Harimoto Holz, mit dem Simon Grossi Holz, mit dem Fanzendong Holz, wie auch immer, spielt gar nicht so eine große Rolle, weil eine falsche Technik bleibt die falsche Technik. Deswegen solltest du anstatt eben immer besser zu schauen, okay, mit dem Holz könnte ich 0,5% besser spielen, eher zu sagen, hey, woran liegt es eigentlich, dass der Rückhandball nicht kommt? Woran liegt es, dass der Vorhandball nicht kommt? Woran liegt es, dass ich vielleicht zu langsam zum Ball komme? Und dann eben daran arbeiten. Deswegen, klar, du solltest dich auf die Suche machen nach einem passenden Holz, gerade jetzt in der Sommerpause. Wenn du wechselst, vor allem beim Holz, Beläge kann man auch mal zur Not, finde ich, in der Winterpause so wechseln oder wenn man vielleicht 2, 3, 4 Wochen Pause hat während der Saison. Aber Holz meiner Meinung nach eher in der Sommerpause. Deswegen jetzt vielleicht genau der richtige Zeitpunkt und du kannst da auch einmal schauen, okay, was spielen eigentlich die Profis, Wenn du sagst, hey, der hat ungefähr einen Spielstil, kannst du natürlich mal anschauen, hey, was spielt der für ein Holz und das mal testen. Oder auch bei den Mannschaftskollegen, hey, was spielst du für ein Holz, kann ich mal einfach mal 2 der Bälle spielen und dann hast du auch schon ein gewisses Gefühl dafür. Ich habe zum Beispiel auch gesagt, als ich angefangen habe mit Andro Beläge und Hölzer zu spielen, habe ich gesagt, hey, schickt mir doch einfach irgendwie 2, 3 Hölzer zu. Da gibt es auch bei Schöler Mieke, bei Future Spin, bei den ganzen Tischtennis-Shops, die es gibt, kannst du dir normalerweise so einen Testkoffer auch bestellen. Da kannst du das Ganze testen für ein paar Wochen und kannst es dann wieder, wenn es dir nicht gefällt, eben einfach wieder zurückschicken. Und da habe ich auch gesagt, hey, schickt mir einfach 2, 3 Hölzer zu. Habt ihr dann getestet innerhalb von 1, 2, 3 Trainingseinheiten und habe gesagt, hey, das Holz passt ungefähr, damit fühle ich mich am wohlsten und spiele damit weiter. Wichtig dabei ist auch einfach, wenn du neue Beläge spielst, wenn du ein neues Holz testest,
gib dir selber ein bisschen Zeit. Viele Tischtennisspieler erwarten, dass direkt die Leistung genau gleich oder viel, viel besser ist als beim Holz davor. Wenn wir mal drüber nachdenken, macht das gar keinen Sinn, weil du hast mit dem anderen Holz hast du sehr, sehr viel Erfahrung, du weißt ganz genau, ja, was passiert, wenn ich den Ball so und so spiele. Mit einem neuen Holz sind die Eigenschaften natürlich auch wieder anders, selbst wenn es nur minimal ist. Deswegen brauchst du als Spieler einfach eine gewisse Zeit, um dich an das Holz zu gewöhnen. Auch sowohl beim Testen, als auch wenn du sagst, okay, ich spiele jetzt das Holz, ja, dann trainiere erstmal damit, 1, 2, 3 Trainingseinheiten und versuch dich wirklich in dieser Trainingseinheit nicht aufzulegen. Versuch einfach ganz cool zu bleiben, versuch einfach zu sagen, hey, okay, ich spiele jetzt mit dem Holz, ich teste das Holz jetzt, ich probiere einfach mal, wie es läuft und dann nach 2, 3 Trainingseinheiten kann ich immer noch sehen, wie es damit ist. Ja? Es kann auch sein, dass du ein bisschen die Technik anpassen musst. Und da, ich sage das so oft, kannst du auch gerne auf www.highperformancetabletennis.com gehen, da bekommst du meine 5 besten Tipps für mehr TDR-Punkte und da erzähle ich auch noch mal ein bisschen über das Thema professionelle Unterstützung im Tischtennis. Natürlich kostenlos, kannst einfach auf die Seite gehen, www.highperformancetabletennis.com und da ist es wichtig, einfach dich ab und zu professionell im Tischtennis unterstützen zu lassen. Weil wenn du gerade ein neues Holz spielst und du wunderst dich, hey, wieso kommt der Ball nicht auf den Tisch oder wieso kommt er nicht mehr in der Qualität? Es kann sein, dass du mit einem anderen Belag oder mit einem anderen Holz die Technik minimal anpassen musst, weil der Schläger eben schneller ist. Dann gibt es ja natürlich auch Carbon, es gibt Off-Minus-Holz, es gibt Off-Plus, es gibt Defensivhölzer und so weiter. Und du kannst einfach von den Erfahrungen, die andere Personen machen oder die Trainer haben, das Wissen, was Trainer haben, kannst du einfach profitieren. Genau, also wir haben ja auch High-Performance-Lehrgänge, die ganz Deutschland stattfinden. Kannst du dich auf www.boanbesinger.de in die Warteliste eintragen. Und ich bekomme so oft auch Nachrichten, gerade jetzt irgendwie Personen, auch die beim Trainingscamp teilnehmen oder die mir auf Instagram schreiben oder sonst irgendwo. Hey Bojan, ich bin auf der Suche nach einem neuen Belag, ich brauche ein neues Holz und so weiter. Und natürlich kann ich da 1, 2 Tipps geben, gerade wenn mir die Personen sagen, hey, ich habe in der Vergangenheit das Holz gespielt oder die Beläge. Aber im Optimalfall ist es so, du kommst zum Beispiel zum Trainingscamp oder wir sehen dich. Ja, es gibt bei uns auch im Trainer-Team Trainer, die sich besser mit Material auskennen und welche, die weniger gut. Und dann sehen wir dich spielen und anhand deiner Spieleigenschaften können wir dir auch eine konkrete Empfehlung geben, hey, probier doch mal das aus. Aber wenn du einfach nur sagst, hey, was für ein Holz soll ich spielen? Und wir wissen gar nicht, wie du spielst, ob du jetzt Abwehrspieler bist, ob du Probleme mit der Rückhand hast oder wie auch immer, dann wissen wir auch nicht ganz genau, was wir dir sagen sollen. Deswegen am besten ist immer, wenn wir dich eben sehen und dann können wir dir auch eine konkrete Empfehlung geben. Also was heißt es also für dich, wenn du auf der Suche nach dem passenden Tischtennisholz bist? Punkt 1, beschäftige dich damit, welche Hölzer es gibt, Carbonhölzer, ja, und so weiter, welches Holz brauchst du eigentlich? Und dann Punkt 2, teste Hölzer. Wenn du sagst, hey, ich kann mir vorstellen, dass ich zur neuen Saison wechsle, dann teste bestimmte Hölzer, nimm dir die Zeit, 1, 2 Wochen, ja, wo du sagst, diese Trainingsphase ist für mich jetzt gerade gar nicht so wichtig, ich habe in den nächsten Wochen kein Spiel, ich habe kein Turnier, ich habe noch genug Zeit für die Vorbereitung, dann nimm die Zeit und teste ein bisschen was. Und Tipp Nummer 3, da würden wir bestimmt einige widersprechen, aber wenn du ein bestimmtes Holz gefunden hast, was dir gefallen könnte, wo du sagst, bisschen Training und dann sollte es eigentlich laufen damit, dann mein Tipp wirklich, nimm das Holz, spiel damit, trainier damit intensiv, ja, besuch vielleicht ein Trainingscamp von uns, ja, bilde dich weiter, ja, schau dir die Videos an, die wir schon haben hier auf YouTube und dann versuch einfach dein Training zu optimieren, damit gut zu trainieren und wenn du dann irgendwann merkst, nach einem halben Jahr, 2 Jahre, hey, damit bin ich schon ganz gut eigentlich, meine Technik wird auch immer besser, dann kannst du auch sagen, hey, ich wechsle jetzt einfach wieder das Holz. Ja, normalerweise behält man Hölzer auch länger als Beläge, aber auch Hölzer kannst du eben wechseln, gerade in der Sommerpause dann und dann eben so dein Spielniveau auch verbessern. Also, ganz wichtig, ein Harimoto-Holz, ein Fanzendong-Holz, ein Simon Grossi-Holz oder auch das Holz, was ich spiele, macht dich nicht zu einem besseren Tischtennisspieler automatisch, denn es kommt einfach auf die Spieleigenschaften an und wenn du die falsche Technik hast, wird es auch mit dem besten Holz nichts bringen. Das war das Video
zum Thema, welches Holz ist das Richtige für mich. Das waren ja meine Top-Tipps einfach, die ich für dich habe. Meine Meinung einfach, mich würde mal interessieren, ob du die Meinung teilst, die ich habe, ja, oder wie du das siehst. Vielleicht hast du auch 1, 2 Tipps für die Person. Schreib gerne mal in die Kommentare, die werden sicher auch durchgelesen von den Zuschauern. Und dann kommt da jeder auf sein nächstes Level ein bisschen, jeder kommt ein bisschen voran im Tischtennis. Und genau, trag dich gerne auf highperformancetabletennis.com ein, wenn du mehr TTR-Punkte haben willst. Schau auf www.bojanbesinger.de vorbei für die Lehrgänge. Und wenn du ernährungstechnisch sagst, hey, ich will den Sommer nutzen, um besser im Tischtennis zu werden mit der richtigen Ernährung, dann schau auf www.tischtennis-ernährung.de vorbei. Und noch als zu guter Letzt, wenn du eben so Testberichte haben willst, also geh auf www.tischtennis-wiki.de, da findest du auch nochmal eine Menge Infos. Ansonsten freue ich mich, dass du das Video angeschaut hast. Gib doch gerne einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal, damit wir uns im nächsten Video wiedersehen. Mein Name ist Bojan Besinger und ich bin dein Tischtennis-Coach.